Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem neuen Wohnmobil-Video. Heute nehme ich dich mit nach Sizilien, an die Ostküste, nach Giardini Naxos. Dort stelle ich dir 2 Campingplätze vor, Eden Parking und Lagani. Beide liegen direkt nebeneinander. Schon ab 7 € pro Tag kannst du hier stehen, oft sogar mit Wasser am Platz. Alle Details zu beiden Plätzen findest du wie immer in der Videobeschreibung. In meinem 7-Tage-Reisevlog zeige ich dir die Unterschiede der Plätze, schöne Highlights in Giardini Naxos und wie mein Camperalltag aussieht, wenn ich alleine bin. Giardini Naxos ist eine charmante Küstenstadt mit etwa 9000 Einwohnern und liegt in einer malerischen, windgeschützten Bucht, perfekt für entspanntes Camping am Meer. Umgeben von grünen Hügeln, den Alcantara-Schluchten und dem majestätischen Vulkan Ätna ist der Ort ein echtes Highlight. Dazu gibt es eine spannende Historie. Viele glauben, dass dies die erste griechische Siedlung auf Sizilien war. Du kannst die Überreste dieser antiken Vergangenheit im archäologischen Park erkunden, der direkt vor den beiden Campingplätzen liegt. Und als ob das nicht genug wäre, liegt Taormina, eine der berühmtesten Orte Italiens, nur einen Katzensprung entfernt. Beide Campingplätze mit über 120 Stellplätzen und ganzjährigem Betrieb versprechen Sonne, Meer und eine entspannte Campingatmosphäre. Bleib dran, um herauszufinden, was diese Campingplätze so besonders macht und warum Giardini Naxos ein Must-See auf deiner Reise sein sollte. Mein Christian, der fährt jetzt zum Flughafen, weil er nämlich nach Berlin fliegt. Und dann lässt er mich eine Woche allein. Da fährt er dahin. Und ich habe jetzt sturmfreie Bude. Ist ja auch positiv. Also dieses Croissant mit Pistazieneis, das war so gut, dass jetzt die Polizei kam. Also das verboten gut. Bin hier gerade mit dem Rad unterwegs gewesen, bis zum Ende der Strandpromenade gefahren, dort hinten, wo die Häuser enden. Und jetzt ist schon Sonnenuntergang. Um 16:30 Uhr wird es hier dunkel. Das hier ist unser neuer Stellplatz. Ich mag den Campingplatz sehr, weil er alles hat, was ich gut finde. Hier zum Beispiel ist ein Mandarinenbaum, dort hinten Wasserstelle und eine Schwertlilie. Und ja, der ist sehr ruhig. Man kann hier nachts richtig gut schlafen. So, hier ist noch ein Grund, warum ich mich so wohl fühle, dass der Peter, eine richtig gute Seele, unser Campingplatz wahrt. Und nicht immer. Nicht immer, aber ich habe das Gefühl, dass du sehr ausgeglichen bist und mir jede Frage beantwortest. Also normalerweise schon, ja. Ja, also ich habe das noch nicht, keine Spannungsgefühle gemerkt bei dir. Okay. Arrivo, arrivo. Oh, gut arbeiten. Sprich Deutsch und Italienisch. Ja, danke. Mein zweites Gewissen, aka mein Ehemann, ist außer Haus und dann habe ich mir noch was geholt. Zum Abendbrot dachte ich mir, es duftet herrlich. Mal gucken, wie es schmeckt. Die Empfehlung von der Verkäuferin ist ein Windbeutel. War okay. Dann haben wir hier Schokoladen-Lebkuchen, so hat es geschmeckt, mit Pistazien überzogen. Sehr angenehm. Und hier mein absoluter Favorit, Keksbohnen mit Nougat-Mousse. Innen drin ist auch noch eine Haselnuss und mit Schokolade und Crunch überzogen. Sehr gut. Wenn Chris in einer Woche wiederkommt, glaube ich, habe ich alle Süßspeisen hier durchprobiert. Ich gönne mir jetzt erstmal weiter. Das ist hier übrigens mein Göffel. Von dem schmeckt immer alles besonders gut. Zum Abendbrot habe ich mir jetzt nochmal was Deftiges geholt. Diese Pizza habe ich schon so oft gesehen. Die ist mit Mortadella, Burrata, Trüffel und Pistazien. Ich bin gespannt. Ja, die Pizza schmeckt, so wie man es von den Zutaten her erwarten kann. Aber ich kann auch verstehen, wenn man ganz klassische Margarita mag und damit happy ist und jetzt nicht unbedingt eine ausgefallenere Pizza-Variante braucht. Der Burrata ist, so wie man es von ihm kennt, innen drin richtig schön cremig. Und ich wusste gar nicht, dass er immer kalt auf die Pizza gelegt wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, die nochmal zu bestellen. Und ich freue mich, dass ich die morgen zum Frühstück, Mittag, Abendbrot habe, weil die ist riesig und boah, die hat auch einiges an, also die macht richtig satt. Buongiorno, guten Morgen. Dort hinten siehst du den Ätna. Der ist gerade von so einer Rauchwolke umgeben. Die hat er vielleicht gerade selbst rausgespuckt. Ich habe es nicht gesehen.
Meine letzte Aufnahme liegt eine halbe Stunde zurück. Hier ist es gerade 7 Uhr. Sonnenaufgang und in Berlin ist es noch stockdunkel. Ja, du siehst, der Platz ist recht leer. Hier war es voll mit Italienern und demnächst kommen jetzt die deutschsprachigen Dauercamper und da bin ich schon sehr gespannt. Der Campingplatz heißt ja Eden und die Außendusche ist wirklich paradiesisch. Also besser kann man nicht duschen, oder? Ähnliche Vibes hat man dann beim Abwaschen. Und hier ist auch schon mal der Weihnachtsstern, wenn man ihn dann braucht. Ich habe vorher noch nie so einen hohen Weihnachtsstern gesehen. Und ja, der ist wohl auch giftig, also da ist Vorsicht geboten. Dieser Jasmin findet sich hier gerade an vielen Ecken, duftet herrlich. Und das hier ist auch interessant, man kann Gasflaschen auf dem Platz tauschen. Wie du am Schleudergang hörst, hier gibt es auch Waschmaschinen. Oliven könnte man hier wahrscheinlich auch ernten. Hier ist jedenfalls ein schöner großer Baum. Vielleicht ist ja bei dir auch so, dass du direkt immer essen möchtest, wenn du Essen siehst. Ich würde hier da am liebsten einmal den Kopf nach oben halten und zubeißen. Und frag mich, warum das noch niemand getan hat. Ich meine, das hängt hier schließlich perfekt. Ich würde den Zugang zum Gemeinschaftszelt niemals schänden. Ja, schauen wir mal rein, wie es da aussieht. Hier vorne erwartet uns gleich eine Bücherecke, auch mit deutscher Literatur habe ich gesehen. Ja, und hier hinten kann man bestimmt auch mal gut Party machen. Und das hier ist so ein bisschen überwältigend. Aber hier in diesen Akten sind all diejenigen, die nicht gezahlt haben, mit Ausweiskopie. Diese Ecke hier, die erinnert ein bisschen an einen christlichen Altar. Es gibt hier sehr viele Details zu entdecken. Bisschen überwältigend, ne? Buongiorno. Hier kann man auch direkt noch ein bisschen Italiano lernen. Ich bin ja immer mal wieder dabei. Auf dem Schild steht, dass es verboten ist, hier drin über Politik zu reden. An sich warte ich, dass die Waschmaschinen frei werden, denn ich habe hier auch einen kleinen Beutel mitgebracht. Die hintere Maschine, die ist auch schon seit geraumer Zeit fertig. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt einfach die Wäsche rausholen, die da drin wartet? Schau mal, diese immergrünen Pfefferbäume, die wachsen hier überall. Ich finde die persönlich sehr schön. Man kann den Pfeffer wohl auch essen, aber es ist nicht der echte Pfeffer. Und man steht dann hier auch direkt unter den Bäumen, was wir jetzt nicht so empfehlen würden, weil da auch Flüssigkeit rauskommen kann aus den Bäumen. Ich bin dann doch geduldig geblieben und wasche jetzt für 5 Euro. Dank Übersetzer-App weiß ich auch, dass jetzt das hier der Startknopf sein müsste. Aber es passiert nichts. Also ich habe rechts den Knopf auf Avio gedrückt, was Start heißt. Okay, alles klar. Jetzt 60 hast du eingestellt gehabt. Genau. Immer 60. So. Schauen wir mal. Geklappt hat sie. Okay. Gestartet? Ja, hörst du das? Ja. Okay. Hast du Wunderhände? Nee, weiß ich nicht. Also die Situation mit der Waschmaschine gerade eben, das ist mal wieder typisch, ne? Also ich mache was, es geht nicht, kommt ein Mann, Christian oder Peter jetzt hier, dann geht's auf einmal. Ich verstehe das nicht. Da läufst du hier über den Platz und bewunderst hier diese Kunst. Und dann sehe ich, krass, das ist ein Berliner. Das ist ein Dauercamper, schon seit 3 Jahren, habe gerade mit ihm gequatscht. Richtig cool. Wie viele Leute sind schon hier geblieben, Dauercamper? Ja, Hammer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Stück. Wow. Das ist viel. 7 jetzt noch. Ja, und wir 8 Stück. wir bald auch. Ha! Ich lasse mich überraschen. Ja. Ja, kann ich dir gleich mal die Fernentsorgungsstation zeigen, die ja auf dem Weg liegt, mit Mülltonnen, wo alles wieder getrennt wird.
Und Christian ist ganz begeistert, weil man die echt super gut ansteuern kann. Und hier ist alles vorhanden, was man braucht. Es gibt hier mehrere Tore, die nachts geschlossen werden. Hier hat man auch mehrere Toiletten für Männer und Frauen getrennt und auch Duschen mit warmem Wasser, wo man extra zahlt. Die Toiletten und der ganze Platz sind sehr sauber. Wir haben uns hier hinten in die Ecke gestellt, weil hier kein Durchgangsverkehr ist. Ist ruhig, ich fühle mich sicher und hier hat man auch Strom und Wasser direkt am Platz. Die Wäschespinne von Berger empfehle ich dir gern. Die ist leicht im Aufbau, kostet nur 50 €, da passt richtig viel rauf. Ja, und ist sehr stabil. Und ich fahre jetzt mit dem Rad in die Stadt zum Einkaufen. Also, dass die Bürgersteige hier so gepflegt aussehen, ist jetzt kein Zufall, glaube ich. Also, das ist jetzt hier die ganze Zeit schon so, meine ich. Der Florettseidenbaum, auch Flaschenbaum genannt, der hat interessante Stacheln an seinem Stamm. Ich zeige dir die gleich mal, die sind richtig spitz. Ich habe den noch nie bewusst wahrgenommen. Der kommt wohl aus Südamerika. Und ja, ist wirklich schmerzhaft. Also da möchte man nicht gegenprallen. Ich muss jetzt hier einfach nochmal anhalten, um dir die Straße zu zeigen. Die Häuser. Sieht ganz anders aus als in Mazara del Vallo. Bin hier gerade am Bahnhof vorbeigeradelt und hier wird scheinbar nicht geerntet. Die Sonne ist gerade am Untergehen. Es ist 16:30 Uhr. Ich stehe auf einer Brücke zum Bahnhof Alcantara. Und so sehen die Häuser hier aus im Hinterland. Aber ja, es ist überall so ähnlich. Ich bin gerade sehr stolz auf mich, weil ich die Granita mit Zitrone und Brioche komplett auf Italienisch bestellt hatte. Ich habe vor Jahren von Granita gehört und wollte das schon immer probieren. Habe es mir aber aufgehoben bis zu diesem Moment jetzt. Bin so gespannt. Das ist eine richtige Geschmacksexplosion. Schmeckt sehr zitronig. Leider ist auch viel Zucker dran. Also es ist so wie so ein Slush-Eis. Aber genau mein Ding. Das Brioche mit Granita ist ja so ein typisches Sommerfrühstück. Ich tunke das jetzt hier so rein und esse es. Mir schmeckt die Granita eigentlich auch ohne Brioche. Also es braucht eigentlich das Brioche nicht dazu. Aber okay. Kann man machen. Buongiorno. Es ist jetzt 6:45 Uhr und der zweite Tag heute ohne Chris. Ich werde jetzt ins Meer gehen. Die Wassertemperatur hat 20 Grad und die Lufttemperatur 14 Grad. Ist ein bisschen Fusch draußen, aber das wird jetzt durchgezogen. Da sieht man jetzt im Sonnenaufgangslicht den Ätna. Richtig schön, aber das nur, wenn man aufs Meer hinausschwimmt. Ich hatte schon seit Tagen Lust auf einen Cappuccino und jetzt habe ich ihn mir mal gegönnt und auch gleich dieses sizilianische Gebäck zur Spezialität. Die schmeckt sehr stark nach Marzipan und Pistazie ist auch mit drauf. Und zum Pistazienkeks hier hinten, beide sehr süß, aber zum Kaffee ganz nett. Die Mandarine oder Apfelsine hier, die lag auf dem Boden und das ist der Garten vom Campingplatz und hier darf man auch alles ernten, wenn es reif ist. Da ist es die japanische Wollmispel, ein laut Kepper-Kollegen leckeres Kernobst, das hier am Baum vertrocknet ist. Da war wohl keiner zum Ernten da. Der Weg am Campingplatz führt an einem trockenen Flussbett vorbei und ich habe hier gerade eine Schlangenhaut gefunden. Abseits des Touristenpfades
hat man auch wieder dieses typische Müllproblem. Und ja, ein Hund ist auch hier zu hören. Ich glaube, es ist überall. Schau mal, die App Flora Incognita hat mir verraten, dass das hier eine Folterpflanze ist. Es ist eine Schlingpflanze, die dann irgendwann mal blüht und dann die Rüssel der Schmetterlinge einklemmt, damit sie auch ja bestäubt wird. Das Schöne ist, dass es bei kleinen Radtouren immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Für Sport kann es jetzt keine Ausreden mehr geben. 10 Radminuten vom Campingplatz entfernt habe ich diesen Spielplatz hier gefunden. Außerhalb der Bucht geht es hier gleich ein bisschen windiger zu und das sieht man auch am Wellengang. Hier siehst du das schwarze Lavagestein, was man ja auch als Basalt bezeichnet. Das kommt vom Ätna. Wir haben es 14 Uhr. Für heute ist auch Regen angesagt. Und für dich nochmal zur Verortung. Das ist die Bucht, in der der Campingplatz liegt. Hinten in den Bergen siehst du das berühmte Taormina. Es wird Zeit, dass ich zum Eismuff radle und die Wäsche abnehme. Buongiorno, ich liege noch im Bett um 6:30 Uhr. Seit gestern hat es durchgeregnet. Du hast gerade die 8 Uhr Glocken gehört und ja, ich liege noch im Bett und arbeite natürlich. Also hier ist immer was zu tun. Und ja, ich bin ja ohne Christian, der 3. Tag. Und es soll jetzt auch die nächsten 7 Tage regnen. Von daher kann es sein, dass ich dann nur noch im Bett liege. So, da kam gerade der Bäcker hier auf den Platz gefahren und verkauft da dann die Backwaren. Finde ich echt gut. Bin jetzt nur zu faul rauszugehen. Obst und Gemüse wird hier auch zum Platz gefahren. Und ich bin natürlich immer noch im Bett. So, keine Ahnung, wo meine Nachbarn jetzt hinfahren. Wollen die den Regen entfliehen oder was ist da los? Der Granatapfel, den ich selbst vom Baum gepflückt hatte, der schmeckt richtig schön süß und ich esse hier mit körnigem Frischkäse, weil es hier keinen Quark zu kaufen gibt. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie es zur Granatäpfelernte kam. Die Story ist ein bisschen schockierend und Christian war da noch da. Ist das denn erlaubt? Also ich bin echt überrascht, was meine Frau angeht. Die hat hier diese Granatäpfel gesehen. Und dann hat sie sich ganz spontan mal entschieden, hier jetzt illegal einzubrechen. Das ist echt eine tolle Erfahrung. So richtig reife Granatäpfel, die schon aufgeplatzt sind, davor zu bewahren, dass sie noch vergammeln. Naja, man kann alles irgendwie rechtfertigen, ne? Also ich gebe dir jetzt erstmal meine erste rüber, dann holen wir noch Mandarinen. Ja. Ja, leg da ab. Ja, wenn die Polizei kommt, ne, dann kennst du mich nicht. Ja, ja, dann bin ich weg. Die Carabinieri. Dann kann man hier gleich Handschellen so rummachen. Diese ja, genau, ich muss dann hier bleiben. Nach dem ganzen ungesunden Zeug tut mir das hier richtig gut. Und zur Gartenstory wollte ich noch mal kurz erzählen, wie das war. Also ich habe vorher gesehen, wie eine Mann darüber geklettert ist, über den Zaun und diese Granatäpfel geerntet hat. Dachte ich so bei mir, ey, das kann ich doch auch. Habe gewartet, bis der weg war. Und ja, dann habe ich die Früchte aus meiner Sicht gerettet. Die wären dann nämlich sonst vergammelt. Der Garten ist nach wie vor verwildert. Oder ja, jemand anderes hätte sie genommen. Ich hoffe, dass die letzten 2 Stunden, bevor es dunkel wird, regenfrei bleiben. Denn ich habe vor, den Eismuff zu waschen. Der hat, seitdem wir den haben, über 5 Monate keine Wäsche bekommen. Und ich habe gehört, da reicht Wasser für aus. Und wenn alle Stricke reißen, hätte ich auch noch biologisch abbaubares Fit. Christian kommt zurück und findet einen zerschrammten Eismuff vor. Nee, das möchte ich natürlich nicht. Deshalb werde ich hier ganz vorsichtig vorgehen. Und ich bin echt gespannt, wie das abgeht. Gerade hier, ja, wie du siehst, ich kaufe jetzt hier tatsächlich Obst und Gemüse ein.
Die Ausbeute werde ich mal direkt im Nieselregen zubereiten, weil die Paprika schon ein paar Stellen hat. Ja, und für diese Ausbeute habe ich 4,50 € bezahlt. Die Aubergine, die brate ich gerade mit Knoblauch und Zwiebel an und Zitrone kommt auch noch ordentlich rüber. Das lasse ich jetzt noch schön einkochen und dann wird alles einzeln angebraten. Der Fenchel ist richtig aromatisch. So, hier ist schon dunkel geworden, aber das Ratatouille wird delicioso. News: Mein Nachbar hat sein Domizil abgebaut. Jetzt kann ich hier komplett mit offenen Fenstern stehen, weil ich mich nicht mehr beobachtet fühlen brauche. Aloha! Die nächste Regenwolke da oben ist schon wieder am Start. Es hat heute bis um 13 Uhr geregnet. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich bin hier am Putzen. Ich habe mir jetzt doch ein Mikrofasertuch nur genommen und Wasser statt noch Fit, weil ich gelesen habe, dass Fit den Lack angreift. Ja, ich bin heute den 4. Tag ohne Chris. Ich vermisse ihn schon ein bisschen. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich noch mal einkaufen fahren kann, ohne dass es regnet und noch weiter hier draußen vorankomme mit dem Putzen. Das eingetrocknete Flussbett vor dem Campingplatz ist jetzt Geschichte. Und hier hinten siehst du die Einfahrt zum Eden-Parking. Davor liegt auch noch ein anderer Campingplatz, den zeige ich dir mal bei Gelegenheit. Ich fahre jetzt erstmal einkaufen, der Magen ist hungrig. Für die nächsten Mahlzeiten hatte ich mir jetzt gerade Hähnchen und Rind gebraten, was ich noch marinieren werde. Aber ich wollte dir zeigen, wie dünn es geschnitten ist. Das habe ich gar nicht in der Verpackung so gesehen. Und es ist aus der Supermarktkette Deko und kostet ungefähr 17 € das Kilo. Bisher war hier jedes Fleisch, was ich gekauft habe, sehr zart und schmackhaft. Und das hört man auch, wenn man sich hier mit Campern unterhält. Die sind alle so begeistert von der Lebensmittelqualität, die es hier gibt im Vergleich zu Deutschland. Und ja, heute hatte ich auch schon wieder so ein Gespräch mit einem Pärchen. Da haben wir uns 2 Stunden lang verquatscht. Und draußen ist schon wieder dunkel, wie du gerade siehst. Von daher kann ich nicht weiter putzen. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Ich habe auch noch viel am Rechner zu tun. Buongiorno, ein neuer Tag ohne Chris. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte so, es regnet total stark. Warum nutze ich das jetzt eigentlich nicht zum Putzen? Und jetzt stehe ich hier und vielleicht denkt mein Nachbar, boah, die ist ja ein bisschen durchgeknallt. Maybe. Mich würde interessieren, was du davon hältst, das jetzt hier im Regen zu machen oder wie du dein Wohnmobil putzt oder putzen würdest. Schreib doch mal gerne in die Kommentare. Da wo unser Herd steht, da muss ich jetzt hier schon Fit nehmen und auch nochmal richtig so nachschruppen. Also in Anführungszeichen. Und ich spüle das dann auch gleich mit Wasser aus der Gießkanne ab. Puh, es ist geschafft. Es hat sogar aufgehört zu regnen. Leider erst, nachdem ich mich aus den Regenklamotten geschält habe. Und es ist sehr frisch gewesen zum Schluss. Ich bin froh, dass ich jetzt hier dieses kuschelige, warme Jäckchen wieder anhabe. Ich würde mein Wohnmobil eventuell nicht mehr im Regen waschen. Ich hätte beim nächsten Mal lieber gern einen Wasserschlauch. Der hat jetzt nicht an unserem Wasserhahn gepasst, weil die Verbindungen, die ich habe, sind zu schmal und außerdem ist auch der Hahn, die Windung von dem Hahn verkalkt und da hat nichts richtig gehalten. Und ja, das Dach ist eh nochmal dran, also das habe ich ja jetzt ausgelassen. Und oben beim Wohnmobil sind auch noch so eine Regenschlieren, die man ja wohl idealerweise mit so einem weißen Radierschwamm abmacht. Ich hatte jetzt das ein bisschen mit dem Mikrofasertuch und Fit versucht, aber da ging gar nichts richtig ab. Also an einigen Stellen schon, aber nicht an der Seite. Und ja, da muss ich eh nochmal ran. Aber jetzt gibt es erstmal einen
herzhaftes Frühstück. Ich bilde mir jetzt ein, dass ich meine neuen Nachbarn inspiriert habe, ihr Wohnmobil im Regen zu putzen. Ja, das ist irgendwie witzig. Hast du eigentlich schon die Community Notes auf unserem YouTube-Kanal entdeckt? Da posten wir regelmäßig Fotos von dem, was wir gerade machen. Und ich wollte dir gerade diesen überfluteten Platz hier zeigen. Und jetzt ist mein Internet ausgefallen und ich fühle mich hier irgendwie im Regen stehen gelassen. Ich wurde wirklich von allen Nachbarn hier beobachtet und einer von den hinteren Plätzen, der Uwe, der kam vorbei und hat sich gleich mal meinen Carwash-Mob, so wird das auch, glaube ich, ausgesprochen, ausgeliehen. Und der ist total begeistert. Deswegen dachte ich mir, okay, dann packe ich dir den Link mal hier in die Videobeschreibung unten rein. Ich finde es auch ganz okay. Man braucht schon ein bisschen Muskelkraft. Man bekommt nicht die ganz kleinen Flecken ab, aber halt erstmal den groben Schmutz. Und ich habe im Video das ja nur mit einer Hand demonstriert, weil ich in der anderen Hand die Kamera gehalten habe. Aber prinzipiell doch ist schon eine feine Sache. Mit Strom und Wasser gehe ich hier recht sparsam um. Trotzdem ist die Batterie jetzt schon auf 62%, weil ja jetzt die letzten Tage kein Licht reinkam. Und selbst wenn ich mal auf Toilette muss oder was abzuspülen habe, gehe ich hier überwiegend auf den Campingplatz. Oh, es nieselt jetzt nur noch in Anführungszeichen. Ich warte immer noch darauf, dass das Internet läuft. Wenn ich jetzt zumindest schon mal ein Videoschnittprogramm auf meinem Rechner hätte oder besser gesagt auch eingearbeitet wäre, was ich aktuell noch nicht bin, dann könnte ich Christian unterstützen. Der ist nämlich wirklich richtig krass ausgelastet und wir haben noch Videos von Sommer, die noch geschnitten werden möchten. Und wir wollen eigentlich jede Woche ein Video posten. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen das noch. Buongiorno, hier werden alle den regenfreien Tag nutzen und ich gucke mir gerade meine Reinigungsarbeit an. Prinzipiell bin ich ganz zufrieden. Nur auf diese Regenstreifen komme ich noch nicht ganz so klar. Die kommen jetzt, wo es geputzt wurde, noch stärker hervor und es hat ja auch noch weiter geregnet. Also ja, dieser Strand hier liegt ungefähr 700 Meter vom Campingplatz entfernt. Und ich gehe jetzt hier gerade schön spazieren. Und ich finde, auch bei trübem Wetter kann man sich das alles hier sehen lassen. Also das macht schon Eindruck. Hier siehst du die gegenüberliegende Seite mal in einer schönen Lichtstimmung. Die Sonne bricht gerade ein wenig durch die Wolken. Da ist er wieder, der klassische Fall von Obst auf Kopfhöhe. Das ist ein Kaffee Crema, ein geeister Kaffee. Meine Nachbarin Uli, die hat mir empfohlen, ich soll mal einen Kaffee Crema probieren und zwar genau in diesem Café hier, weil ich das noch nicht kenne. Schmeckt ein bisschen wie Sahne, aber geeist und nicht zu süß nach Kaffee. Ich kann verstehen, warum sie süchtig danach ist. Ist gut. Ich finde es schön, dass man hier überall solche süßen Sachen entdeckt. Ein Kaffee mit Pistazieneis. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Und ein Croissant mit Pistaziencreme. Dafür ist hier dieses Café bekannt. Ich bin entzückt, muss ich sagen. Schmeckt mir richtig gut. Hier scheint auch gleich direkt die Sonne, nachdem ich eines der besten Croissants meines Lebens hatte. Und auch der Espresso mit Pistazieneis war einfach delicioso. Ich werde dir mal unten den Link reinsetzen, wo du das Café findest. Das ist nämlich nicht direkt am Meer, sondern abseits da, wo die Einheimischen auch hingehen. Yay! Eine Stunde bevor die Sonne untergeht, hört es auf zu regnen. Wir gehen jetzt spazieren. Ich muss immer aufpassen, dass ich abschließe, weil ich da ja Kandidatin dafür bin, auch mal die Tür offen zu lassen. Hallo?
So, jetzt ist hier alles sauber. Ich bin zufrieden mit meiner Reinigung. Hier ist noch ganz schön viel Feuchtigkeit auf dem Boden, also ein paar Pfützen, muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe. Und wir gehen jetzt zu Freunden, neuen Freunden, die auf dem Nachbarcampingplatz sind. Hallo! Genau, da hinten sind auch schon neue Freunde. Und ja, ich freue mich, dass man hier so leicht Kontakte schließen kann. Es macht echt Spaß. Jetzt lernst du auch gleich mal den Platz ein bisschen kennen. Der ist sehr weitläufig. Also bis man hier runter ist, läuft man schon ein Stückchen. Ich habe Badelatschen an. Ich hoffe, man hört es nicht klappern. Oh, endlich wieder laufen. Ich bin so froh. Ja, hier hinten geht es auch nochmal in die Tiefe. Das hatte ich dir ja schon in einem anderen Video gezeigt, wo die roten Pfefferbäume stehen. Ja, hier ist ganz groß gleich zu sehen im Hintergrund der Name Eden Parking, Garten Eden. Und hier gibt es noch einen Autoparkplatz. Der wird jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr so stark besucht. Also ich höre da keine Autos, die da rein und raus fahren. Oh, vor mir ist eine riesengroße Pfütze. Ja, wie komme ich da jetzt vorbei? Das ist die Frage. Dafür habe ich Badelatschen angezogen, dass ich da jetzt keine Probleme habe mit nassen Füßen später. Ich habe zwar mehrere Schuhe dabei, aber ich habe keine Lust, ja, nachher irgendwie nicht mehr meine Lieblingsschuhe anziehen zu können oder so. Deswegen ganz klassisch Badelatschen, so wie so ein echter Camper. So, hier ist unser Platzwart, der Peter. Der hat hier seinen Platz. Also ich werde jetzt mal rauflaufen und dir das zeigen. Also hier ist halt auch nochmal so ein Platz. Also hier findet jeder einen Platz, der einen Platz haben möchte, weil hier ist genug Fläche. Und dort hinten, hinterm Zaun, steht der Eismove. Und da ist auch Peter sein Häuschen. Und deswegen fühle ich mich besonders wohl, weil ich weiß, wenn ich mal eine Frage habe, dann gucke ich einfach über den Zaun und stelle meine Fragen. Und das ist auch witzig. Der Peter fragt immer, na Melanie, wie geht's dir und so. Das ist echt ganz schön. Da freue ich mich, dass ich so einen netten Nachbarn habe. So, da wo wir jetzt hinlaufen, das ist der Nachbarcampingplatz. Direkt neben Eden Parking. Also hier gibt es auch in der Ortschaft mehrere Campingplätze. Von daher, also in der Off-Season sollte man immer einen Platz finden. Die anderen Plätze sind auch alle in der Off-Season geöffnet. Also bis jetzt jedenfalls. Und wir haben jetzt 7. November. Also sollte das schon ziemlich lange gehen, wenn nicht sogar ganzjährig, ich weiß es nicht. Aber diese beiden Plätze, die hier nebeneinander liegen, die sind ganzjährig geöffnet. Und da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen, dass man da nichts findet. So, und jetzt sind wir schon bei den Nachbarn, bei Parking Lagani. Also der Platz, der hat mir auch richtig gut gefallen. Nur leider, als wir ankamen, war der voll. Und ich musste an der Einfahrt stehen und das war mir ein bisschen zu noisy, also zu laut. Deshalb bin ich hier wieder runter und Peter und Emma, das ist ein total süßes Pärchen, die hier stehen bis Ende Januar, die habe ich hier kennengelernt am ersten Tag, wo ich hier stand. Da habe ich nämlich die Emma angesprochen und gefragt, wann sie fahren, weil die nämlich einen total tollen Platz haben. Und da hatte ich nämlich so darauf spekuliert, dass ich da vielleicht dann stehen kann. Dann meinte sie so, ja, Ende Januar. Naja, dann war es erledigt, aber ihr Mann Peter hat mir gleich weitergeholfen und mich zu den anderen Peter da drüben gebracht. Ich muss dir mal zeigen, wie schön das hier aussieht. Also es ist ein total süßer Garten mit so Zitronenbäumen und Pflanzenpalmen. Echt ganz hübsch gemacht. Und jetzt vor kurzem standen hier noch überall Camper. Jetzt ist ja alles schon leer. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Beim anderen Peter. Also
der Peter von diesem Platz hat mich zum Peter vom anderen Platz gebracht. Mitten in der Nacht war das. Und dann war ich erst so unsicher und dachte mir so, hä, das ist ja alles so komisch. Aber dann habe ich mir das nächsten Morgen nochmal mit Christian zusammen angeschaut. Und dann haben wir ganz lange uns alles angeschaut. Und dann war klar, okay, wir wechseln jetzt darüber. Und als wir dann noch ein Stündchen länger da geblieben sind, war dann sofort klar, hier bleiben wir einen Monat. Weil sich das so lohnt. Also das ist wirklich keine Fehlentscheidung bis jetzt. Natürlich, Wetter ist nicht so ideal, aber ja, was soll man machen? Also hier ist übrigens der Platz von Peter und Emma. Guck mal, die haben sogar einen Swimmingpool. Wie krass ist das bitte? Und hier ist keiner zu Hause, glaube ich. Oh, ich will jetzt nicht so krass sein und hier klopfen und die so krass überfallen. Aber ich habe halt gesagt, ich komme mal wieder vorbei. Ah, da sitzt er. Die verrückte Melanie ist da. Und die haben sich so Snacks hingestellt. Ja, mal gucken. Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Hallöchen. Du bist gar nicht mal da. Ja, also ich war jetzt gestern, war ja nur kurz eine Ringpause, bin ich halt mal rüber einkaufen. Und dann wollte ich eigentlich noch hierher. Wir waren auch gestern unterwegs. Wir sind patschnass wieder heimgefahren. Oh, Wir waren mit dem Moped unterwegs. echt? So krass. Ja, ist ärgerlich. Das ging. Ja, ich mache Video. Nein. Also für YouTube. Ah, okay. Aber ich nehme dich nicht rauf. Keine Sorge. Hä? Ich nehme dich nicht rauf. Ich habe jetzt mich gerade im Fokus. Ich mach nicht, stört mich auch nicht. Okay, super. Ja, ich wollte mich halt nur kurz melden. Also, weil ich gesagt habe, ich komme mal vorbei. Ah ja? Und ich habe immer hier durch den Zaun geguckt, ob ich euch sehe. Und ihr wart wirklich immer drin. Ne? Also, Wo warst du den Abend, wo du von mir fort bist? Warte mal, ich muss das mal runter. da habe ich noch lange gequatscht. Brauchst du was zum Stehen? Nee. Zum Halten? Ich habe lange dort gestanden, habe gedacht, jetzt musst du aber. Ich habe da 2 Orangen. Habe ich dir hingestellt, hast du aber nicht gesehen, bist du vorbeigelaufen. Ne? Oh, das ist ja total lieb. Dankeschön. Zum Nachtmahl habe ich gesagt, gibt es da 2 Orangen? Ja. Ich dachte, kam diese Monster, aber doch habe ich das wieder reingeholt. Oh, ich sehe, ihr habt hier richtig ein Lager, ne? Ein Orangenlager. Ah ja, Mhm. ist schon wieder fast leer. Ja. Hm. Und platschnass und jetzt ist aber trocken bei euch. Ja. Aber ist ja alles nass. Schippen wir die ganze Zeit hier. Ja. Hier war ja das Wasser Wasser weg, richtig das hoch. lief ja hier in den Bach runter. Ja. Ist ja egal. Ja. Das ist eben so. Es- Normalerweise ist es die Zeit vom Januar. Ja, ist definitiv. Und der Fluss ist auch wieder voll, ne? Also Ja. da kommt jetzt auch richtig viel Dreckwasser Ah ja. aus den Bergen runtergespült. Ja. Mach das mal aus. Wir sind jetzt so ungefähr fast 2 Monate jetzt hier unterwegs. Ja, aber ihr seid schon über 10 Jahre immer mal wieder hier. Also in der Ja, Zeitraum. ich schon. Ich seit 2011 bin ich jetzt hier und ich habe sie mitgenommen 2020. Ja. Als wir uns kennengelernt haben, sind wir dann hier runtergefahren und waren wir dann in Italien. Und Im September sind wir dann hier runter. Ja. ja, da war das Wohnmobil neu, habe ich extra gekauft gehabt noch und so. Und seitdem war sie eigentlich immer mit drin. Ja. Klasse, ja. Und seit 2011 bist du aber hier in dieser Region immer mal wieder. Ja. Und hattest noch nie so ein Unwetter, ne? Also ist ja irgendwie... Nee, so wie jetzt so extrem hatten wir noch nicht gehabt. Wie jetzt die letzten 2 Tage. Das ist normalerweise Januar, Februar Wetter. Gib noch nicht so an, dass du immer an mich hängst. Doch, an dich hängen. Ich hänge an dir. Ja, ihr habt euch lieb, ne? Ja. Ja, natürlich. Das ist ja auch so interessant bei euch, dass ihr euch quasi im hohen Alter gefunden habt. Ja. Das, Eher nach hat hoch. man Das heißt ja hohen Alter, wir sind noch in Naja. der Jugend. Ihr seht jünger aus, als ihr seid. Bitte? Das haben wir schon gehabt, das Thema, dass ihr ja. jünger aussieht, als ihr seid. Und das, also ich kenne viele, die gesagt haben, nö, ich will nicht mehr. Also wenn... Ich will immer. Ja, das Mit ist. allem. Das ist schön. Problem. Lebensfreude. Peter, wollen wir mal eure Außendusche angucken? Ihr habt hier Außendusche. Ja. Also jetzt Ja, nicht jetzt ist aufgeräumt, natürlich ich alles zugemüllt hier durch den Regen. Ich überfall euch ja auch. Ja, das Aber macht das ja nur nichts. mal so als kurzer Einblick. Ne? Hier ist richtig ein toller Also es Platz. gibt nur 2 von denen hier auf dem Platz, die so aussehen. Mhm. Ne? So ähnlich sind. Ja. Deswegen, wir haben den meisten Platz hier oder so. Das ist einfach. Ihr habt den Premiumplatz. Ja. Wir haben, ja. Das ist mein Moped.
Ja, Moped. Das fährt 30, 35. ja, Aha. hier ist alles vorhanden. Ja. So schnell bist du unterwegs. Hast du einen Führerschein? Ja, Ja. ne? Ja. Ja, du hast ja schon mal erzählt, Motorradfahrerin, LKW-Fahrer. LKW-Fahrerin. Ja, die hat alles gefahren im Leben. Ja. Bloß der Hubschrauber fehlt noch. Ja. Und der Jet. Ja, das wäre ja nicht mehr fahren. Ja, siehst ja, die anderen sind alle kleiner. Die haben nicht so den Komfort. Den du mit deinen Radstücken. Ja. Eben bei dem Wetter ist es eben nicht so nett, hier irgendwie was zu zeigen. Ach, Aber wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde. Weihnachten, Weihnachten und Silvester sind hier riesen Partien. Ja, also, Dann feiern wir, bis geht nicht mehr. Dann habe ich sogar mit meinem Rollator getanzt. ja. Das war so schön. das Video habe ich auch noch, wo sie da getanzt hat mit dem Rollator. Ja, das muss ich mir mal angucken. Das Ja. muss er mir mal zeigen. Das Leben ist so kurz, um nur zu rennen. Die Zeit vergeht, doch wir wollen sie erkennen. Im Hamsterrad haben wir lang genug verbracht. Jetzt leben wir frei aufgewacht. Mit jedem Tag, den wir erleben, spüren wir es jetzt, dass uns alles kann geben. Wo war diesen Guck mal, muss ich dir mal zeigen. Oh, das ist eine Riesenpampelmuse, wa? Nee? Die hab Ja, ich doch. Die habe ich da hinten gepflückt. Ah, Heimlich, heimlich. ich habe übrigens Walnüsse gefunden. Habt ihr hier drüben? Ja, die Ja. Rund, die Länge. Ja, die länglichen. Pekannüsse. Ja. Ja, die Pekannüsse, die Ja. gibt, ja, da habe ich einen Die- ganzen Sack schon. Ah, habt ihr schon. Ja, ja. Jahrelang. Ja, ja. Und ich habe eure Maulbeeren gefunden. Die waren vertrocknet am Baum, hingen die. Ja, Ah, ja. Also die hat keiner geerntet. nee, der viele wissen, das schmeckt das nicht, weißt du? Ja, Das schmeckt gut. Siehst du, und das ist der Platz, wo ich sonst also auch schon einige Jahre gestanden bin im Winter. ja. Ist auch, das ist der zweite Platz mit Dusche und Mhm. drum und dran. Ja, der ist echt super. Sogar das gleiche Auto wollen wir haben. Ja. Ja. Da hinten haben wir die Waschbecken. Genau. Und von hier aus hast du normalerweise den Blick auf den Ätna. Ja, ja, der ist jetzt zu. Ja, leider, Da leider. ist jetzt, ich zeig mal noch mal die Fähr- und Entsorgungsstelle. Die Leute interessieren sich immer, wie die aussieht. Also man kann die auch ganz gut anfahren. Ja, also hier ist klasse. Hier ist Das alles. ist schon toll gemacht und hier kannst du hier gibt's die, oh, das Wasser ist weg. Hier kann man die Toilette entleeren. Ja. Mal einmal reingucken. Ja, das ist doch wunderbar hier. Ja. Und hinten in dem Zimmer, da ist die Waschmaschine und der Genau. Trockner. Und hier ein Waschbecken noch fürs Geschirrspülen und Mhm. Wäsche waschen von Hand. Ja, super. Aufenthalt hat köstlich aufhalten. Ja, hier ist auch ein Zelt. Ich habe ja bei uns drüben auch ein Partyzelt entdeckt. Ah ja. Ja, Ja, da ja, ist ganz, eins. ganz hinten ist so ein größtes. Ja, Ja, ja. da gibt es sogar eine Leseecke. Da kann man sich deutsche Bücher sind Hi. da auch, falls du was lesen möchtest. Ich habe mein Buch selber mit. Ja, Ja, was liest du gerade? ja, das habe ich noch nie aufgemacht. Und das sind jetzt, Ah ja, hier sind die Toiletten. ja, das sind die Duschen. Hier hat man auch so einen Waschraum oder Nee, das war früher Das ist noch nebendran. Aufenthaltsraum. Und hier ist praktisch ist der Automat hier für die Duschen. Wie viel zahlst du? Da hat jeder, da bezahlt man nichts. Man Ach so. hat ja einen Chip, den steckt man da rein und dann gibt man die Kabinennummer an und dann kann man reingehen und hat Start und Stopp Wow. fürs Wasser. Und, Dann, dass man in 5 Minuten geht es ja aus und ja. so kann man das jedes Mal stoppen. Und ist das jetzt sauber? Ja, Das ist sehr sauber. Morgens um halb 7 kommt die Frau und putzt bis um 7:30 ist sie da am Schrubben hin und her. Also wir sind ja auf 9 € plus Strom. Ah ja. Der Strom für 50 Cent. Also 9 € am Kilowatt Tag. ist glatt. Man Und das zahlt- ist jetzt ihre Dusche. das sind die da Oder- und da Toiletten. Das sind die Toiletten da hinten. Ja, wir gucken mal rein. Also ihr zahlt 9 € am Tag dafür, dass ihr jetzt über einen Monat steht und ihr habt die Dusche inklusive. Und wenn ich Ja. innerhalb von einem Jahr zurückkomme, Ja. bezahle ich den gleichen Preis wieder. Ja. Es ist also nicht, ich muss nicht wieder von vorne anfangen. Und das magst du ganz besonders, dass du hier Das ist- Freiraum das ist hast. für mich. Ja. Ach, du hast auch den Schlüssel dafür. Ich habe einen Schlüssel dafür, ja. Ja.
Da kann kein anderer rauf. Das ist ja ein kann richtiges ja. Exklusivtoilette hier. Reingehen. Oh, wow. Ja, Muss den Duschkopf einfach ausgewechselt. Da war der dritte, da musste so einen Knopf drücken. Oh, Ja. Na ja. super. Kleine Mini-Blüte, da hängt eine. Vielleicht ist der schon abgeblüht. Ja. Wir haben jetzt hier schon von den Stacheln haben wir schon einige Ah, da ist er. mitgenommen. Ja. Na ja. Hä, wieso nehmt ihr die Stachel mit? Ja, das ist mal so, wo gibt's denn sowas sonst? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich auch total fasziniert. Jetzt gewöhnt man sich ja schon Willst du langsam. jetzt noch mal die Pampelmusen sehen? Ja. Und auch den Rest vom Platz. Ja, das ist noch Platz. Also ich habe den Garten, den ihr beschrieben habt, entdeckt. Da hinten. Genau. Na ja. Na ja, da kannst du ja lag- pflücken. Aber das ist jetzt ganz viel weniger geworden. Ja. Früher war das Ja, ist größer, noch nicht fertig. Jetzt ist schön sauber alles. Ja. Doch, doch. Und da lag eine Apfelsine auf dem Boden. Die habe ich natürlich auch mitgenommen. Na ja, was ist unten? Oh, da kannst du ja pflücken. Jetzt ist es schwieriger für dich hier zu schieben. Nee, da ist der Vater aus. Ach, wirklich? Na ja. Und die hast du gepflückt? Ja, so wie der Kind. Meinst du, die ist schon reif? Ja, die wird automatisch reif. Ach so, man muss dann warten. Na ja. Also hier sind wir vor 3 Jahren Da haben gestanden. wir vor 3 Jahren gestanden. Oh, genau. Auf dem Platz hier, da haben wir viel Marmelade gemacht. Ah ja, hier Guck ist dir mal die riesen Dinger da an. Guck ist ja mal, ein oben Traum. rein, da oben rein. Wahnsinn. Alles voll. Da hinten noch eine große. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Nicht bis dir. Ja, auch. Aber Pampelmusen kann man noch nicht kaufen, ne? Hier. Nee, doch, doch. Ja? Doch, doch. Ja, ja. Gibt's. Was sagt ihr zur Lebensmittelqualität hier in Italien? Oh, ich finde die nicht schlecht. Nee, würde ich auch sagen. Ich finde die nicht schon. Zum Teil, also vom Deko hinten, da ist schon ein bisschen, kommt es mir ein bisschen teuer vor. Aber das Fleisch eigentlich ist hier viel günstiger als bei uns. Ja? Ja. Und Hier bei, zahle ich fürs Kilo Lamm zahle ich hier 15 €. Und bei uns kriegst du es ja gar nicht mehr unter 30. Ja, ja. also das muss ich schon sagen, das ist schon ein großer Unterschied. Wir hatten ja schon öfters mal den Eisbergsalat gekauft und der sah ja super aus. Und als wir ihn aufgeschnitten hatten, war er innen drin schon braun. Also ihr seid nicht ganz so zufrieden mit dem Gemüse im Ja, Vergleich zum Teil zu Deutschland? schon, ja. Das, Teil schon. Es gibt Ausnahmen, was ich sagen. Ne? ja, wie jetzt Sonst in, hier ist schon schönes frisches Zeug und alles. Also kann ich mit dir. Groß die Nee, Gurken das ist kennen schon wir nicht klasse. So wie sie hier sind. Ja, die Gurken sind komisch. Ne? Aber Sind die schmecken auch gut. Ja, Die kann man essen. aber die haben halt hier, Die Karotten sind okay. ja, Tomaten sind okay. Ist eigentlich alles okay. nee, vom Gemüse her, da kann man nicht schimpfen. Nee. Und auf dem Markt ist es ja eigentlich auch ziemlich günstig. Wir hatten ja vor 3 Jahren waren wir auf dem Markt, da wollte ich einen Fenchel kaufen. Ein Mensch würde ich. Da hat er gesagt, gibt's nicht. Da ja, habe ich gesagt, warum gibt's nicht? Ich habe gesagt, ich will einen Fenchel bloß haben. ja. Nein, hat er gesagt, Ganze Stücke. den ganzen Karton. Was? Den ganzen Karton. Waren 12 Fenchel drin. Da habe ich gesagt, und was kostet das? Nur 1 €. Was? Ja. Da habe ich gesagt, das Ja, gibt's da ja haben nicht. wir sie überall verschenkt, weißt du? Ja, Hallo. Wollen wir mit so viel Fenchel? da gab es Fenchelsalat ohne Ende. Ja, ja, haben wir. Ja, Hier, guck mal, gebraten, da gemacht haben wir- und gekocht und so. Und dann an alle verteilt noch den Rest. Ja, Nee, aber Wahnsinn. für 1 €. Nein, man kann schon günstig leben, wenn man will. Hier haben wir uns mal den Springbund. Ja, der ist echt schön. Aber den haben sie jetzt ausgemacht, ne? Ja, der ist schon seit einem Monat ist der aus. Ja. Aber jetzt durch den Regen ist natürlich wieder etwas Wasser drin, damit die Mücken sich wieder wohlfühlen. Ja. Ah ja, in den 2 Tagen. Also der war trocken. Ja. Schon viel, was runterkam. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, mach's auch gut. Bis dann. Ja, wir hört's. Wir treffen uns wieder drüben. Ich komme auf wieder deinem vorbei. Platz. Ich werde euch wieder überfallen. Ihr dürft mich auch überfallen, wenn ihr wollt. Ja, ist kein Problem. So wie das Wetter etwas besser wird, dass wir nicht durch den Matsch laufen müssen. Ja, sehr gern. Oder sollen Sie mich Stiefel anziehen? Gummistiefel. Ja, genau. Naja, Da hast du wieder unterschiedliche Farben an. Ich muss dir noch mal einmal für YouTube zeigen. Deine verschiedenfarbigen Schuhe. Das ist Emmas Markenzeichen. Ja, das ist mein Markenzeichen. Wisst Soll ihr ich meine Bescheid? ganzen Schuhe noch zeigen? Jetzt habe ich noch solche Schuhe. die Schnürsenkel mit verschiedenen. 2 verschiedene Schnürsenkel drin. Ja, ja. Grün und pink. Ja, schön. Oder Ist ja egal. lila und pink. Ist egal. Das ist grün und pink gewesen. Na ja. Okay, wir müssen uns noch mal. Also mach's Macht's gut. gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao miteinander. Sag deinem Mann dann liebe Grüße, wenn du telefonierst. Ja, mach Ja, ich. Ist voll lieb, alles klar. danke. So, wie du siehst, ist es jetzt schon dunkel. Und ich habe mich wieder mal verquatscht.
Heute ist der letzte Tag ohne Chris und wir haben hier gerade eine kleine Regenpause. Ich wollte dir trotzdem mal zeigen, wie sehr hier alles unter Wasser steht. Der Vollständigkeit halber wollte ich dir noch die Dusche zeigen. Hier hatte ich ein weniger schönes Erlebnis, weil für die 3 Minuten, die ich gezahlt habe, kam die Hälfte der Zeit nur kaltes Wasser raus. Und du siehst, sie ist jetzt auch nicht gerade die schönste, aber es gibt auch noch schönere hier auf dem Platz. Nur so zur Info. Aber trotz des Regens fühle ich mich hier sehr wohl, gerade auch, weil die Nachbarn sehr nett sind. Aloha! Heute ist der letzte Tag gewesen ohne Chris. Der kommt nämlich gleich. Ich glaube, hier im Hintergrund fährt schon sein Bus ein. Mal gucken. Na, das sieht doch ganz danach aus. Als wenn es mein ganzer ist. Hallo! Ja, wir haben unser Wiedersehen gefeiert und ein paar Tage später einen Spaziergang zum Sonnenuntergang am Meer genossen. Mit freiem Blick auf den 20 Kilometer entfernten Ätna war das einfach sagenhaft. Mehr dazu gibt's in einem weiteren Video zu Giardini Naxos. Ja, das war es auch schon. Schön, dass du wieder dabei warst und bis hierhin geschaut hast. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, ein Like und wenn du es noch nicht schon getan hast, über ein Abo. Mach's gut!